Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und heute haben wir Cyclomatus truncatus vor uns. Diese Art wurde ursprünglich als Unterart von Cyclomatus elaphus im Jahre 2000 von Herrn Dr. Schenk beschrieben, gilt mittlerweile aber als eigenständige Art, Cyclomatus truncatus. Beim Catalogue of Life wird Cyclomatus truncatus nicht aufgeführt, dafür aber die Unterart Cyclomatus elaphus kirchneri, auch nicht als Unterart von Elaphus. Und eigentlich wieder Humbug, was da steht, denn es ist sonst bei den Lucanidae-Fachleuten anerkannt, dass es sich bei Cyclomatus truncatus um eine eigenständige Art handelt. Ich habe euch hier mal noch aus meiner Sammlung was mitgebracht. Da seht ihr in der Mitte ein 94 mm großes Männchen von Cyclomatus elaphus und daneben zwei kleine Exemplare, die sich um die 45 mm bewegen, und bei denen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es jetzt Truncatus oder Elaphus sind. Ich tendiere zu Truncatus, denn der Unterschied zwischen diesen beiden Arten ist am einfachsten bei den Telodonten Männchen zu erklären. Wenn ihr jetzt mal hier diesen grünen Truncatus mit dem Elaphus vergleicht, der Elaphus hat hier an der Basis der Mandibeln noch gelb-orange Flecken, was bei Truncatus nicht der Fall ist. Wenn man ihn umdreht, ist es hier ganz, ganz leicht, aber das ist normal. Und ich drehe ihn hier auch mal um. Ja, zudem sind die Femora bei Cyclomatus elaphus deutlich stärker gelblich gefärbt, und auch dieser Spieß an den Mandibeln ist bei Elaphus spitz und bei Truncatus eher abgeflacht vorne oder kantig. Und darüber kann man diese beiden Arten unterscheiden. Lassen sich natürlich schnell für Unterarten halten. Allerdings muss ich hier mal nicht meckern, dass die zusammen auseinandergezogen wurden in zwei separate Arten, denn beide Arten kommen im gleichen Verbreitungsgebiet vor. Beide an Mount Dempo auf Sumatra, und eine Definition einer Art ist, somit die gängigste ist, dass zwei Individuen miteinander wieder fortpflanzungsfähige Nachkommen zeugen können, und das tritt bei Cyclomatus elaphus und Truncatus untereinander nicht auf. Es gibt dort keine Kreuzungen, keine Zwischenformen, weshalb diese als eigenständige Arten angesehen werden sollten. Zum einen durch die morphologischen Unterschiede und zum anderen, da sie sich nicht untereinander kreuzen können und im gleichen Gebiet eben vorkommen. Ja, bei den kleinen hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich gehe mal von Truncatus aus. Das hier ist jetzt eine rote Form. Bei ihm sind die Femora halt ziemlich gelb. Hier angedeutet an den Mandibeln auch dieser gelbe Fleck, allerdings nicht auf der Oberseite. Bei ihm hier ist es eher weniger der Fall. Muss ich mal kurz das Etikett, das habe ich vergessen abzumachen zum Zeigen. Bei ihm ist es eher weniger der Fall, dass die Femora so orange sind. Und ich lasse mir das noch bestätigen. Aber ich denke mal, es sind beides Truncatus. Damit wäre das hier mein einziger Elaphus. Ich glaube, ich habe noch ein Weibchen, aber das habe ich jetzt leider nicht mitgebracht. Die Weibchen sind wirklich nur so groß, also winzige Tierchen. Dieses Männchen hier ist eine Nachzucht aus Japan, ist kein Wildfang, also die kriegen da tatsächlich richtige Brocken hin. Truncatus war auch lebendig in Deutschland, da hat die Zucht, glaube ich, nicht geklappt. Elaphus war damals mal in der Schweiz von diesem Herrn, der mittlerweile leider schon verstorben ist, habe ich dann diese Tiere zum Präparieren bekommen. Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter.
und ich werde jetzt hier in dieser Folge beide Exemplare präparieren, die ich hier habe. Da habe ich zum einen die grüne oder grün-bronzene Form und einmal diese rötlich-braune Form. Die grüne Form ist die häufigere und ja, die rötliche ist auch nicht allzu selten, aber auf jeden Fall seltener als die grünliche Form. Beide Tiere habe ich in Frankfurt gekauft. Beide stammen von Sumatra, Mount Dempo, wie eben schon erwähnt. Er hier hat 81 mm und er hat 83 mm. Diese Art bleibt auch insgesamt etwas kleiner als Cyclomatus elaphus, die bis 109 mm groß werden können. Das sind dann echt sehr, sehr eindrucksvolle Tiere. Leider habe ich sie noch nie lebendig live gesehen. Aber nun gut, vielleicht ändert sich das ja dann irgendwann mal. Hier sehe ich gerade, hat er irgendwie einen weißen Schmier im Thorax. Das mache ich jetzt mal einfach mit einer Nadel hier weg. Okay, gut. Ich denke, ich fange. In diesem Licht schimmert er auch leicht lila. Das ist echt sehr hübsch. Ja, ich fange. Mit welchem fange ich an? Bei dem roten sind die Beine etwas steifer, obwohl die jetzt schon wochenlang aufweichen. Deswegen wird der wahrscheinlich mehr Probleme machen. Ich fange aber trotzdem mit ihm an und mache den grünen dann danach. Okay. Ja, dann bis später. Ja, das wären die beiden jetzt. Hab
eigentlich doch ganz gut geklappt. Besser als ich erwartet hätte. Und ja, so sehen die dann im Profil aus. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Okay, die Cyclomatus hatten jetzt hier ein paar Tage zu trocknen und das heißt, wir können abnadeln. Ich habe die schon mal angetestet, also die sind soweit trocken. Bei ihm hier ist mir schon aufgefallen, dass ich hier noch eine kleine Korrektur am hinteren Bein machen muss. Ja, und dann habe ich auch noch ein paar Informationen zu den kleinen Exemplaren, die ich hier in der Vorbesprechung noch gezeigt habe. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir hiermit soweit durch sind. So, das ist die Nummer 1. Und dann kommen wir jetzt noch zu ihm. So, das wär's. Also an sich finde ich, sind die beiden ziemlich gut gelungen. Also hier seht ihr, was ich meine. Das muss ein bisschen weiter runter, hier das rechte Hinterbein. Bei ihm ist der rechte Fühler etwas zu hoch, beziehungsweise der linke zu niedrig. Das kann ich gleich einfach nochmal feststecken. So viel Spielraum sollte noch sein. Die sind nicht zu trocken geworden. Und ja, ich schaue mal, ob der Platz reicht. Und jetzt noch, okay, da habe ich gerade im Loch verfangen. Der Platz reicht, die beide noch hier neben zu stecken. Und dann vergleichen wir nochmal. Ja. Also ist jetzt ein bisschen voll hier auf dem Plättchen. Genau. Haben wir hier jetzt rechts die beiden Cyclomatus truncatus, die wir heute präpariert haben. Hier, das ist ein Cyclomatus elaphus, ganz eindeutig. Hier eben durch dieses Gelb auf den Mandibelbasen zu erkennen und auch durch die stärker gelb gefärbten Beine. Und ja, ich habe durch meine Nachfrage ja, meine Vermutung bestätigt bekommen, dass es sich bei diesem Exemplar hier um Cyclomatus truncatus handeln sollte, aufgrund der recht schwachen Gelbfärbung der Beine. Und bei dem rötlichen Exemplar hier wird es sich wahrscheinlich um Elaphus handeln, aufgrund der stärker gelb gefärbten Beine. Ja, das habe ich auch so vermutet. Dachte zuerst kurz, es wären beides Truncatus, aber dann ist mir das mit der Gelbfärbung der Beine bei ihm auch aufgefallen. Und ja, dann werde ich sie jetzt erstmal so etikettieren. Ja, gut. Dann wären das jetzt die Truncatus und Elaphus aus meiner Sammlung. Ich habe noch mehrere kleine. Die habe ich aber jetzt nicht mitgebracht. Ich wollte nur diese beiden Formen auch nochmal zeigen. Und ja, gut. Dann wäre es das für diese Folge. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Hirschkäfer mehr zum Präparieren, oder? Ja, doch. Ich habe noch ein paar Zuchttiere von mir. Die kann ich noch präparieren. Ja, und noch ein paar Rosenkäfer. Dazu kommen dann noch Bockkäfer und Rüsselkäfer. Und dann nähert sich die Staffel schon dem Ende. Also ich denke mal, ja, 2-3 Wochen haben wir noch. Und gut, ja, dann hoffe ich, ihr bleibt weiter mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare und ja, abonniert. Bis dann.